Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video dreht sich alles um dieses kleine Portemonnaie. Das ist Portemonnaie Pepi. Das Portemonnaie ist super einfach zu nähen. Es wird aus einem langen Streifen genäht und ist auch echt was für Anfänger, die einfach mal ausprobieren wollen, ein Portemonnaie zu nähen. Jetzt stelle ich es erstmal ein bisschen vor. Die habe ich alle nach dem Schnittmuster genäht, ist klar. Auf der Rückseite hast du ein separates Kleingeldfach und vorne wird das Portemonnaie mit einem Druckknopf verschlossen und da hast du vorne ein kleineres Fach für Karten oder sonst was und hinten das größere Fach, dann noch ein Kartensteckfach mit 3 separaten Fächern. Ja, das ist doch schon ganz schön viel. Also das Portemonnaie ist 10 cm hoch und 13 cm breit. Und du hast halt die Möglichkeiten, im Schnittmuster sind 2 Varianten enthalten. Einmal du nähst es halt aus einem Stück Stoff, so wie du das vorhin gesehen hast, oder du setzt den Stoff zusammen, sodass du die hintere Seite aus einem Stoff hast, gemustert, zum Beispiel so wie ich hier, und den vorderen Teil halt einfarbig. Ich hoffe, mein Schnittmuster gefällt dir und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Hier liegen also alle Teile, die du für das Portemonnaie benötigst. Ich habe zugeschnitten einmal den Taschenbeutel aus Baumwollstoff. Das kann ich schon mal zur Seite legen. Dann unter dem Streifen ist der Stoff für das Kartensteckfach. Das Papier brauchen wir aber gleich nochmal. Und 2 Streifen für die Seiten, die werden nach Maß zugeschnitten. Die stehen da oben in dem Kästchen, die Maße. Ein Reißverschluss, einmal Druckknopf und dann natürlich den Canvas für das Portemonnaie. Den schneidest du erstmal als Rechteck zu. Die Ecken werden später rausgeschnitten. Als Vlies nehme ich je nach Stärke des Canvas H200 oder H250. Das Vlies ist 2 cm schmaler. Rechts und links die Nahtzugabe werden freigelassen. Aber die Länge ist genauso lang wie der Canvas. Das wird nun auf die linke Seite vom Stoff gebügelt. Und während es auskühlt, kümmern wir uns um das Kartensteckfach. Das Schnittmuster liegt also auf dem Stoffstreifen und überall an den Linien schneidest du nun ein paar Millimeter rechts und links in den Stoff. An diesen Stellen wird der Streifen gefaltet und zu dem Kartensteckfach zusammengelegt. Ich zeige das hier erstmal an dem Papier. Das kannst du natürlich zu Hause genauso gut nachmachen. Also an der unteren Linie wird das Papier nach hinten gefaltet. Dann kommt das an der zweiten Linie so nach vorne, dann wieder nach hinten. Wieder nach vorne. Ja, und du kannst es dir denken, wieder nach hinten. Und von dem vorderen Teil steht jetzt unten etwas über. Das wird dann so rumgeklappt, damit dort keine offene Kante nachher beim Stoff ist. Das gleiche machen wir jetzt nun mit dem Stoff. Also den Stoff links auf links nach hinten. Ich rolle das mal hier über die Kante. Ich finde das jetzt ganz praktisch, man soll ja Energie sparen und das Bügeleisen versuche ich jetzt auch weniger anzumachen beim Nähen. Und das ist eigentlich eine gute Alternative für manche Sachen. Bei allem geht es natürlich nicht, aber gerade solche Knickkanten, die lassen sich echt gut damit rollen. Hier siehst du nun den Stoff, der da übersteht, der wird so darum gelegt und festgeklammert. Jetzt nimmst du dir einen von den Streifen und legst ihn mit der rechten Seite auf das Kartenfach. Mittig, also oben und unten steht etwas über. Der Streifen ist natürlich lang genug. Also bei mir ist an der einen Seite ein bisschen wenig, das mache ich noch ein bisschen mehr mittig. Und dann wird das dort füßchenbreit festgenäht. Von Kante zu Kante, Anfang und Ende der Naht verriegeln
das Ganze natürlich auf beiden Seiten und dann wird das so nach vorne geklappt, schön glatt gedrückt, die offene Kante dann zur Mitte hin, die kurzen Seiten, so wie du das hier siehst, nach innen gefaltet und dann wird das so darum gelegt und festgeklammert. Also der Streifen muss jetzt so weit darunter liegen, dass er hier mit dieser Naht festgenäht wird. Knapp an der Kante zu den Kartenfächern nähst du nun auf diesem Streifen oben und unten zusammen. Und das auf beiden Seiten natürlich. So sieht das jetzt aus. Und nun geht's ans Portemonnaie. Nun legst du das Schnittmuster auf und zeichnest oben die Ecken ein. Die sind nachher für die Taschenklappe. Die ist ja nicht ganz gerade, wird ja zur Mitte hin schmaler und so entsteht das dann. Das schneidet man jetzt weg. Aber vorher machen wir noch die Knipse, die auf dem Schnittmuster sind. Ein paar Millimeter rechts und links in den Stoff hineinschneiden. An den angegebenen Stellen. Dann kannst du die Ecken herausschneiden. Hier auf dem Schnittmuster siehst du, wo das Kartensteckfach hingehört und wo die Öffnung sein muss. Also, wenn das so vor dir liegt, zeigt die Öffnung nach oben. Mittig wird es nun festgesteckt, 1 cm nach unten bleibt frei. Und dann wird es so auf dem Stoff festgenäht. Die kurze Seite dann einmal rum und dann nochmal so ein Stückchen. Knapp an der Kante, Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Die Nadel im Stoff stecken lassen, bis nach unten nähen. Einmal rum und wieder bis zum Anfang. Das Kartenfach liegt nun so vor dir und von dieser Kante aus 22 cm nach oben abmessen. Hier liegt mein Lineal und an diese Linealkante stecke ich nun rechts auf rechts den Taschenbeutel fest. Dann nehme ich mir das Schnittmuster und lege es passend auf den Stoff auf und den Streifen für den Reißverschluss, den habe ich hier schon ausgeschnitten und nun zeichne ich den Umriss auf den Taschenbeutel auf. Und genau an dieser Linie wird nun entlang genäht. Wenn du möchtest, kannst du dir hier auch eine Hilfslinie in die Mitte von diesem Kästchen aufzeichnen. An dieser Linie wird nachher das Rechteck aufgeschnitten. Beginne am besten an einer von den langen Kanten. Die Naht verriegeln, bis zur Ecke nähen, 90 Grad drehen. So lange, bis du wieder am Anfang angelangt bist, etwas über den Anfang der Naht hinaus nähen und verriegeln. Dann wird das Kästchen nun aufgeschnitten. In der Mitte zwischen den beiden langen Linien wird entlang geschnitten und so circa 1 cm vor dem Ende wird diagonal in die Ecken geschnitten. Ganz bis kurz vor die Naht, aber natürlich nicht in die Naht schneiden. Und so sieht das jetzt bei mir aus. Ich habe genau in die Ecken geschnitten und so kann ich jetzt gut das Rechteck bügeln. Einmal bügele ich hier so die Kanten von dieser Seite, dann schiebe ich den Stoff durch den Schlitz, ziehe das Ganze auf die andere Seite und bügele die Kanten. Dann noch einmal von rechts drüber bügeln und dann geht es weiter mit dem Reißverschluss.
Hier kannst du dir jetzt überlegen, wie der Reißverschluss eingesetzt werden soll. Ich habe den gerne auf dieser Seite, so kann ich mit der rechten Hand öffnen und schließen. Wenn du das auch so möchtest, dann leg den Reißverschluss so mit der Öffnung nach links unter den Schlitz. Der Reißverschluss ist lang genug. Rechts und links steht auf jeden Fall etwas über. Ich stecke den hier nur mit einer Nadel fest und gucke nochmal von links, ob ich ihn auch gut festgesteckt habe. Ja, das passt. Nun nähe ich ihn hier so unter der Nähmaschine fest. Das Reißverschlussfüßchen ist eingesetzt und ich stelle die Nadel noch ein bisschen nach links und beginne dann einmal um das Rechteck herum zu nähen. Nadel drehen und einfach über den Reißverschluss hinweg nähen. Den Schieber dann eventuell etwas nach hinten schieben. Hier halte ich den Reißverschluss so zusammen, nähe nun darüber hinweg und bis zum Anfang der Naht und verriegeln. Die Enden vom Reißverschluss abschneiden und dann wird die untere Kante von dem Taschenbeutel auf die obere Kante gelegt und festgesteckt. Und dann werden die 3 Seiten zugenäht. Ich beginne hier an dem Stoffbruch von dem Taschenbeutel und hier ist die Nahtzugabe 1,5 cm, damit wir gleich genug wegschneiden können, dass das nicht auch noch in die seitliche Naht hineinkommt. Dann bis zu der Kante nähen. Hier kann man nur schmal nähen. Bis zur anderen Seite. Den Stoff vom Portemonnaie schiebe ich immer so zur Seite. Hier lege ich den auch zur Seite und hier ist wieder 1,5 cm bis nach unten und die Naht verriegeln. Der überstehende Stoff wird nun abgeschnitten, ca. 0,5 cm bleiben stehen. Wenn du ein Label aufnähen möchtest, dann kannst du das nun hier neben dem Reißverschluss machen. Die Position ist auch auf dem Schnittmuster angegeben. Nun wird das Portemonnaie zusammengelegt. Hier sind ja die Schnitte und an diesen Schnitten klappst du den Stoff rechts auf rechts und streichst die Kante glatt. Dann suchst du die zweiten Einschnitte. Diese Schnitte kommen nun auf die Kante. Wieder ein bisschen glatt streichen. Die offene Kante kommt nun auf die untere Kante. Und zum Schluss kommt nun diese Kante ganz nach unten. Die Seiten mit ein paar Klammern befestigen. Damit es mir auch gelingt, eine gleichmäßige Klappe zu nähen, mache ich hier noch Markierungen jetzt mit dem Bleistift. Ich nähe immer von der dünnen Seite aus, also vom Deckel nach unten. 1 cm von der Kante ziehe ich jetzt hier so diagonal, parallel eine Linie. Und an der langen Seite muss nur der erste Teil eingezeichnet werden. Da lege ich ebenfalls den Zentimeter an und genau an dieser Ecke, da wird die Nadel in den Stoff gesteckt und der Stoff gedreht. Und das gleiche mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. So, einmal hier die Linie und das erste Stück, dann zusammenstecken. Und dann kann das zusammengenäht werden. Ich beginne jetzt an dem Stoffbruch und nähe erstmal genau bis zu diesem Punkt. Die Naht verriegeln. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Drehen und bis nach unten und dort am Ende sehr gut verriegeln. Ein paar Mal hin und her nähen. Und das gleiche auf der anderen Seite.
Die Nahtzugaben werden jetzt rechts und links auf ca. 0,5 cm zurückgeschnitten. Und an dieser Ecke wird auch noch was weggeschnitten. Dann kannst du dir die Öffnung suchen, wo du den Stoff siehst. Da ist das. Und jetzt wird das so gewendet. Schon mal alles so ein bisschen durchschieben, eventuell mit einem Hilfsmittel schon mal die Ecken ein bisschen ausformen, aber alles ganz vorsichtig und dann geht's ans Bügelbrett. Dann kannst du da schon mal drüber bügeln, gerne auch mit Dampf. Und dann in diese Öffnung greifen und das Ganze so nach außen drehen. Und wieder in Form bringen. Die Ecken schön ausformen und dann nochmal bügeln. Dann die Klappe umlegen und mit viel Dampf drüber bügeln. Und zum Abkühlen beschwere ich das mit etwas Gewicht. Wenn es dann abgekühlt ist, dann fehlt nur noch der Druckknopf und eine Naht. Die Klappe wird knappkantig dort abgesteppt. So, Anfang und Ende der Naht natürlich verriegeln und einmal knapp an der Kante entlang absteppen. Auf die Klappe kommt nun eine Markierung, mittig 1 cm vom Rand entfernt. Dann ein Loch hineinstanzen, durch dieses Loch markierst du die Position von dem Druckknopf auf dem Portemonnaie. Ein Loch machen und dann den Druckknopf anbringen. Als letztes nur noch den zweiten Teil des Druckknopfs anbringen und dann ist das Portemonnaie fertig. Hinten das Kleingeld, hier die Karten. Wenn du die Variante mit 2 Stoffen nähen möchtest, brauchst du nicht viel zu beachten. Du schneidest einfach nach Schnittmuster 2 Stoffe zu und hier oben ist dann noch die Nahtzugabe eingezeichnet bei den Stoffen. An dieser Stelle kommen sie rechts auf rechts aufeinander. Wird mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht, die Nahtzugabe wird auseinandergebügelt und dann nähst du einfach alles wie vorhin gezeigt. Diese Naht, die Nahtzugaben werden dann am Ende wieder nach unten gelegt. Diese Naht ist quasi der erste Einschnitt und der zweite Einschnitt kommt dann bis zur Naht nach unten. Und auch die Kante kommt nur bis zur Naht, am Ende noch die Klappe bis zur Naht nach unten und nun siehst du auch schon, die Ecken von der Klappe passen gut aufeinander. Dann zeichnest du auch hier wieder die Nahtzugabe ein und nähst das Ganze. Allerdings dann nur bis zur Naht nach unten nähen und dort gut verriegeln. Wenn du dann beide Seiten genäht hast, schneidest du auch wieder die seitlichen Nahtzugaben ab und auch die unteren schneidest du zurück. Alles auf ca. 0,5 cm. Dann noch wenden und so weiter wie vorhin. Und dann hast du auch gleich ein schönes Ergebnis. Ob geteilt oder aus einem Stoff, das Nähen macht einfach super viel Spaß. Du kannst schön kombinieren. Das Portemonnaie ist auch so groß, dass es auch mal gut in die Jackentasche passt. Ich hoffe, mein Schnittmuster gefällt dir. Wenn du Lust hast, es nachzunähen, dann schau doch mal in meinen Shop vorbei. Dort biete ich es an. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Und ich wünsche viel Spaß beim Nähen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!